Man hört es sehr oft, dass Influencer sehr oberflächlich sein sollen und irgendwie überhaupt nicht nett. Und wir gehen dem Ganzen heute nach. Ich war die letzten 3 Tage mit wirklich nur Influencern unterwegs. Und ich muss dazu sagen, also ich zähle ja schon irgendwie wahrscheinlich auch darunter. Aber ganz im Ernst, ich selber sehe mich absolut nicht so, weil für mich ist es so null greifbar, weil es sind halt irgendwelche Zahlen und ich lebe halt trotzdem hier irgendwie mein Leben und bin halt überhaupt nicht in dieser Influencer-Bubble, so wie in Berlin und Köln und Hamburg, weil da leben ja wirklich die meisten. Und deswegen war das für mich jetzt sehr spannend, weil ich war als erstes auf einem YouTube-Brunch, dann auf dem 9:16 Award und danach auf der OMR. Und diese ganzen Events waren sowas von packed mit Influencern. Also ich glaube, so viele Influencer habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen. Das war krass. Also ich habe Gott und die Welt gesehen. Eigentlich gefühlt alle. Alle Bekannten waren da vor Ort. Naja, und dementsprechend konnte ich diesem Thema wirklich sehr gut nachgehen, weil ich halt wirklich mal so reinfühlen konnte, wie es ist, in dieser Influencer-Bubble zu leben und da einfach mitzuspielen. Okay, wir starten mit dem Brunch. Das Ganze hat in Hamburg eben stattgefunden und wir wurden da von YouTube selber zu einem Brunch eingeladen. Das war im Google Haus ganz oben drin, also heißt, man konnte über ganz Hamburg gucken. Das war mega schön. Okay, ich bin gerade von dem YouTube-Treffen zurück. Und das war ja mal so spannend, wirklich so bekannte Gesichter zu sehen und mit denen zu connecten. Also es war einfach Brunch. Habt ihr ja davor alles gesehen. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Und wenn ich hier die Karte in mein Zimmer reinstecke, dann fängt der Fernseher an. Und dann kommt hier immer so Meditationsmusik. Und so Fische, die schwimmen. Normalerweise mache ich das immer safe aus. Aber ich muss schon sagen, ich bin extrovertiert, aber ich bin auch super introvertiert. Und brauche mal kurz bisschen Break. Und die Musik bringt mich gerade hart runter. Das ist sehr entspannt. Ja, und jetzt, also eigentlich dachte ich gehe da schon so um 1. Jetzt ist es schon 3. Um 3 müsste ich eigentlich schon bei dem Award sein. Jetzt habe ich aber mit den anderen so ein bisschen connected. Und die werden alle erst so um 4, 5 hingehen. Deswegen mache ich das auch. Aber ich würde sagen, ich esse jetzt noch ein bisschen was. Und dann richten wir uns auch schon. Ein bisschen ranhalten, weil ich schon ein bisschen spät bin. Okay, Leute. Ihr könnt mich jetzt zwar nicht wirklich sehen, aber that's the final look. Oh, ich bin irgendwie nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich glaube, das sieht aber schon ganz nice aus. Okay, warte. Ich zeige euch das mal noch durch meinen Spiegel hier. Okay, beachtet jetzt nicht den Saustall hier in meinem Zimmer, aber so sieht's aus. Das ist so eine Rockhose. Ja, mal gucken. Und dazu ziehe ich dann noch diese Schuhe an. So. Oh Gott, ey, hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Scheiße. Ich renne halt heute mal so ein bisschen wie ein Kerl rum. It's going to be interesting. Ich als Fotografin muss natürlich auch eine Kamera mitnehmen. Deswegen, ich bin zumindest nominiert. Also so viel ist ja schon mal cool. Ja, oh Mann, wünscht mir Glück. Also da war ich wirklich sehr nervös und dann bin ich da hingekommen. Da war erstmal eine mega lange Schlange. Leute, ich habe mich so lost gefühlt, oh mein Gott. Weil das Ding ist, man konnte eine +1 mitnehmen, aber ich habe für mich jetzt einfach mal gesagt, Anna, du gehst da jetzt mal alleine hin, ein bisschen out of your comfort zone. Weil das letzte Mal hatte ich eine Freundin dabei und das war dann irgendwie so, ich habe mich sehr auf sie konzentriert und habe gar nicht so versucht, mich zu connecten. Bin ich da reingegangen, hat keiner ein Gespräch mit mir geführt. Ich habe mich so doof gefühlt, oh mein Gott. Und dann zum Glück, wirklich zum Glück war ich bei diesem Brunch, weil da habe ich einen Kerl kennengelernt und der war so lustig und mit dem habe ich dann auch Nummern ausgetauscht und mit dem habe ich dann geschrieben und Gott sei Dank kam der dann auch. Das war dann mein Ansprechpartner, aber sonst, Leute, die waren eiskalt. Vielleicht muss ich deswegen doch mal nach Berlin oder Hamburg ziehen, weil ich bin halt wirklich, ich kenne die alle vom Sehen, aber ich kenne die halt alle nicht persönlich und mich dann einfach zu so einer Gruppe dazu zu stellen, so okay, let's go. Und alle gucken mich dann so an und sie so, was willst du hier? Weißt du? Wahrscheinlich würden sie so gar nicht reagieren, aber also ich bin extrovertiert, aber ich bin auch introvertiert und sowas, das ist dann wirklich next level. Also sowas mache ich überhaupt nicht gerne. Ja, deswegen, das war dann erstmal so richtig awkward, richtig komische Situation.
Dann habe ich drauf gehofft, weil wir hatten halt reservierte Sitzplätze. Habe dann so gehofft, oh ja, ich sitze jetzt bestimmt neben coolen Influencern, weil ich war ziemlich weit vorne in Reihe 10. Und dann bin ich zu meinem Platz, Leute. Ich saß nur zwischen so Brands, mit denen ich mich jetzt nicht so wirklich gut austauschen konnte. Es war irgendwie ein bisschen fail. Die waren nett, ja, aber waren jetzt auch nicht so gesprächig dann. Es war echt ein bisschen sad und dann, ja, das ist halt immer das Ding. Man darf keine Vorurteile haben, Freunde. Weil, zum Beispiel bei dem Brunch hatte ich überhaupt keine, habe ich so gedacht, ah ja, das wird jetzt vielleicht nicht so cool. Da werden auch nicht viele sein. Es waren geile Leute dort. Ich konnte mich super connecten. So, da immer diese Vorurteile. Und bei dem Event dachte ich so, das wird jetzt so geil. Ich werde da so super connecten. Ja. Fail. Naja gut, das war das erste Mal, dass das überhaupt stattgefunden hat. Gestern hat sie noch in Chemnitz gechillt. Heute bringe ich sie nach Beverly Hills. Gebe ihr Backshot, Backshot, Backshot. Bin ich hier erst und auch ich hier letzter. Hätte sie nur ein bisschen mitgedacht. Warum war ich da? Weil ich nominiert wurde für den leckersten Content. Anna Antonia. Stefan Mozzarella. Futterneid. Du willst das gar nicht. Cedric Lorenzen. Lara Leno. Da hat aber der Stefano Zarella gewonnen. Den kennt man ja auch. Also der macht ja wirklich super Content. Deswegen verstehe ich das auch total. Aber ich meine, hallo, immerhin war ich überhaupt bei diesem Event, weil so habe ich die auch einfach mal wirklich in real gesehen. Genau, dann war das fertig. Zu dem Event sagen wir jetzt einfach mal nichts. Weil das war, also wir sagen so viel, das war das erste Mal, dass das überhaupt stattgefunden hat. Und das hat man definitiv gemerkt. Es war so chaotisch. Die Redner, also die Moderatoren, was reden die da? Die haben sich die ganze Zeit ins Wort gefallen. Die eine hat überhaupt keine Ahnung. Dann Ton und oh. Aber irgendwie, naja, Influencer sind ja auch oft sehr chaotisch. Deswegen hat es wahrscheinlich schon irgendwie zum Event gepasst. Ja, also danach hat man dann auch einfach nochmal connected. Dann haben alle angefangen zu trinken. Dann wurde es schon irgendwie ein bisschen lockerer. Dann konnte man auch einfach so ein bisschen die Leute anquatschen. Ich muss dazu sagen, ich trinke zwar gar nichts, aber dadurch, dass die anderen Leute getrunken haben, wurden die lockerer und dann wurde ich auch entspannter. Also ich weiß auch nicht, die stecken mich dann irgendwie immer an. Und bei dem Event kann ich definitiv sagen, da stimmt das Vorurteil. Beziehungsweise das Ding ist halt, wenn man so in seiner Bubble ist, dann lässt man oft andere Leute nicht rein und guckt dann halt immer so, was machst du hier und vielleicht habe ich es auch nur gefühlt. So. Oh, ich wäre so gerne in so einer Bubble, Mann. Ich glaube, ich muss eigentlich nach Berlin ziehen. Ja, so viel dazu. Danach wollten wir eigentlich noch in eine coole Aftershow-Party. Da kann man dann aber nur mit einem speziellen Code rein. Guten Morgen. Oh mein Gott. Ey, wie schnell ging gestern bitte dieser Tag rum? Ich kam überhaupt nicht hinterher, irgendwie was richtig zu filmen oder sonst. Da waren so viele Eindrücke, ich sag's euch. Aber es war mega spannend. Das Event an sich war ein totales Chaos, das kann ich euch sagen. Aber es war super spannend, auch einfach diese ganzen Leute, diese ganzen Creator mal in Real Life zu sehen. Und natürlich, dass ich nominiert wurde. Also da an euch auch einfach ein riesen Dankeschön. Ich war da basically nur, weil ihr mich hier so unterstützt und mir folgt und wir so eine Reichweite aufbauen konnten. Also erstmal ein riesen Dankeschön an euch. Und ja, jetzt würde ich sagen, springe ich unter die Dusche. Ich muss hier gleich alles ready machen. Und dann geht's auf die OMR und da werde ich euch jetzt auch ein paar Eindrücke zeigen. Aber ich mache gleich vielleicht nochmal einen kleinen Fit-Check, weil, Alter, so kann ich definitiv nicht rausgehen. Und ich habe super Hunger. Ich freue mich jetzt erstmal mega aufs Frühstück, weil, man muss dazu sagen, gestern, das war richtig schlecht. Da gab es fast nichts zu essen. Ich habe fast den ganzen Abend irgendwie nichts gegessen. Vor allem nichts Vegetarisches. Also, Freunde, das müsst ihr definitiv nächstes Jahr ändern. Aber ja, jetzt springen wir unter die Dusche. Ich war gerade unten beim Frühstück, es war sehr schmackhaft und muss auch sagen, habe ziemlich gut geschlafen, aber heute wird's krass spannend oder einfach die nächsten Tage werden ultimativ aufregend. Also, ich richte mich jetzt gleich und dann am nächsten Tag war es Zeit für die OMR. Da war ich tatsächlich noch nie, wurde ich dann aber auch super spontan eben von dem Award irgendwie eingeladen. Ja, war wieder komplett alleine. Das ist so krass voll hier, ist ja unglaublich. Bin da auch alleine rein und wow, zum Glück habe ich da dann über die 2 Tage jetzt dann Leute kennengelernt, weil sonst
wäre ich schon ein bisschen lost. Keine Ahnung, was ist das OMR? Das ist einfach auch für so die Social-Media-Welt. Da sind halt wirklich TikTok-Stände, YouTube, Instagram, Pinterest. Eine sehr starke Social-Media-Präsenz haben da einfach Stände und da kann man halt einfach sich so sehr connecten. So, ich war da um, ich glaube, 11 und wir waren da bis also die anderen waren noch viel länger da. Ich war bis 6 da. Hey, boah, leck. Also wirklich, ich liebe Events, ich liebe es zu feiern, aber nee, ich bin an einem großen Tisch bin ich eigentlich immer die eher leise ist und gerne zuhört, was die anderen so sagen und sich mal beteiligt. Aber ich bin schon eher, ja, ich bin definitiv so eine Zuhörerin und dort musste man wirklich nur sich connecten, hat die ganze Zeit gelabert und ich finde das so krass anstrengend. Leute, krass. Also wirklich, boah. Und das Ding ist, man muss sich da halt so richtig krass vermarkten. Weißt du, so, man muss dann also hin an den Stand. Ja, hi, ich bin die Anna, ich bin Influencerin, ich habe 7 Millionen Follower. So müsste man das wahrscheinlich eigentlich machen, aber ich kann es nicht. Also wirklich, ich sehe mich überhaupt nicht so. Und dann haben die Jungs, die zwei, wo ich dann da kennengelernt habe, die haben das dann für mich übernommen. Wirklich, die zwei sind so die Besten. Also die habe ich jetzt schon so krass ins Herz geschlossen, obwohl ich die jetzt erst 2 Tage kenne. Die haben mich dann immer so richtig gepusht und so gesagt, jetzt Anna, mach mal Werbung für dich, damit du hier ein bisschen auch connecten kannst. Die haben mich dann immer so vorgestellt, ja, darf ich vorstellen, das ist die Anna, die hat 7 Millionen Follower. Also wirklich so lieb, weil ich finde es so strange, das ist so angeberisch damit zu sein. Ich lasse das irgendwie immer so ein bisschen stehen liegen. Ich sage auch immer, ja, ich bin hauptberuflich Fotografin und dann im Nebensatz, wenn mich ja irgendjemand mal anspricht, yes, that's me. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Naja, das wäre jetzt tatsächlich aber heute auch noch. Und naja, da ging jetzt alles ein bisschen kunterbunt und wie und was. Und naja, bin dann aber tatsächlich in den Nachtzug gestiegen und bin dann abends noch heimgefahren. Muss aber dazu sagen, ich glaube, ich werde es demnächst wieder machen. Also ich werde jetzt im Sommer also meine Familie, die geht jedes Jahr nach Sylt. Und ich werde da auf jeden Fall wieder joinen. Und das war so entspannt, dieser Nachtzug. Ich habe mich da reingelegt und geschlafen. Das war so toll. Und als ich nach Hamburg hochgefahren bin, ich habe ja fast 9 Stunden brauche ich dahin. Und es hat sich so gezogen. Also ich bin jemand, ich kann sehr gut so im Flieger oder im Zug schlafen. Aber wenn man so über den Tag fährt, dann zieht sich das halt doch nochmal wirklich krass. Nachtzug auf die 1. Ich hatte gar kein Bett oder sowas. Vor allem das Ding ist, wäre ich jetzt heute Mittag gefahren, hätte ich 170 € für den Zug gezahlt. Und in der Nacht habe ich, ich glaube, 39 gezahlt. Und hatte meine Ruhe, hatte ein ganzes 4er-Abteil für mich, beziehungsweise es war ein 6er-Abteil. Und heißt, ich konnte mich lang über die 3 Sitze legen. Oh, wirklich, das war so gut. Das war wirklich so gut. Es kam mal eine Frau zu mir rein, die hat sich dann auch einfach neben mich schlafen gelegt. Also es war wirklich super entspannt. Ja, ich habe definitiv wieder super viel dazugelernt, dass man auch einfach so ein bisschen hinter sich stehen soll und das auch wirklich mal sagen darf, was man da auch irgendwie so erreicht hat. Und sind Influencer wirklich so kalt und arrogant und abgehoben? Manche, ja, definitiv. Und manche auch überhaupt nicht. Also sind ganz normale Menschen. Ich habe da bei dem einen YouTube-Treffen gab es dann auch so einen Töpferkurs. Das war ja so toll, also wirklich, oder nicht Töpferkurs, sondern man konnte Tontassen anmalen und da waren auch ganz liebe Mädchen. Also ich glaube, es kommt schon drauf an, in welcher Influencer-Bubble man hängt, weil so die Creator, die jetzt so nicht so die Creator sind, die sind ganz normal, also ganz normale Mädels. Oder die so wirklich richtig krass im Business sind und über zig Millionen Aufrufe haben. Die sind einfach, ja, weiß ich nicht. Aber wisst ihr, was ich auch so schade finde? Also ich bin auch jemand, ich habe auch wirklich viele Follower. Ich würde sowas niemals raushängen lassen oder niemals einfach so abgehoben werden. Ich verstehe das überhaupt nicht, weil jeder arbeitet hart und das steht auch einem überhaupt nicht zu, da irgendwie über andere zu urteilen oder
Es ist aber auch so, ich bin von klein auf in so einer Bubble aufgewachsen. Ja, habe, glaube ich, von Anfang an auch so ein gutes Verhältnis von meinen Eltern zu Geld irgendwie und zu Wohlstand klar gemacht bekommen oder einfach gelernt. Ich würde niemals jemanden schlechter behandeln, nur weil er in einer schlechteren Position oder sonst was ist. Ich finde irgendwie, alle Menschen sind gleich. Deswegen, ja, ich weiß auch nicht. Es war super spannend, das Ganze jetzt mal mitzuerleben. Ich bin jetzt wirklich sehr froh, wieder hier zu sein, bin ich ganz ehrlich. Würde mich aber trotzdem freuen, sowas nochmal mitzumachen, weil es einfach lustig ist. Es ist einfach so, die Leute halt so mal, wisst ihr, so Leute, die man eigentlich wirklich im Internet permanent so sieht, dann in Real Life zu sehen. Und das Komische ist auch, man denkt, man kennt die, weißt du? Man denkt, bin dann auch so durch die reingegangen und hab die dann so gesehen und so, oh, hallo. Und die dann so, hi. Und haben dann so weggeguckt und ich so, ah ja, die kennen mich ja gar nicht. Das war auch ein bisschen strange, aber ja, so ist es halt. Mein Wunsch wäre es schon, so in dieser Bubble zu sein, aber vielleicht ist es auch gar nicht so meins. Vielleicht ist es auch gar nicht für mich bestimmt. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Man merkt, glaube ich bin die ganze Zeit so hin und her. Aber ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich dort sein durfte. Ich bin dankbar, dass ich überhaupt nominiert wurde. Ich muss auch echt sagen, mich haben super viele erkannt, was mich auch super gefreut hat. Und ja, das war Hamburg in 3 Tagen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.